Heute möchte ich euch zeigen, wie man eine einfache und schnelle Pfingstrose aus Blütenpaste machen kann. Die Blumen sind wunderschön romantisch und machen sich perfekt als großer Hingucker auf Hochzeitstorten. Es gibt viele verschiedene Pfingstrosen, teilweise mit sehr auffälligen Mustern oder auch zweifarbig, gefüllte Varianten und eher schlichte Sorten mit glatteren Blütenblättern. Hier zeige ich keine sonderlich botanisch korrekte Variante, sondern einfach eine schnelle, etwas vereinfachte Blume, die man aber trotzdem als Pfingstrose super erkennen kann. Die Blüte wird flacher, als Pfingstrosen normalerweise sind. Das ist zum Platzieren auf Torten eigentlich sehr praktisch. Wer aber eine wirklich komplett lebensechte Blume für Gestecke machen möchte, sollte doch die klassische Einzelblattversion verwenden. Hier nutze ich nämlich den 5-Petal-Ausstecher von Claire Bowman. Wie schon bei meinem Video zu Rosen gezeigt, ist das eine sehr schnelle Technik, die zudem noch besonders einfach ist. Um eine wunderschöne Struktur in die Blütenblätter zu prägen, bietet sich der 5-Petal-Pfingstrosen-Weiner von der Mold-Manufaktur an. Damit können alle 5 Blütenblätter gleichzeitig geprägt werden, was natürlich richtig schnell geht. Wie immer habe ich alle Materialien und Werkzeuge genau auf meinem Blog Ofenkika verlinkt. Dort findet ihr auch viele weitere Tutorials zu Zuckerblumen und Motivtorten allgemein. Alle wichtigen Links sind wie immer unten in der Infobox. Für die Pfingstrose brauche ich wie schon gesagt die 5-Petal-Ausstecher von Claire Bowman. Das ist ein Set mit 4 Ausstechern in abgestuften Größen, die die typischen ausgefransten Ränder der Pfingstrose haben. Der 5-Petal-Pfingstrosenweiner der Mold-Manufaktur passt perfekt dazu. Er ist ein bisschen größer, damit auch mit dem Ball-Tool ausgedünnte oder mit anderen Ausstechern hergestellte Blütenblätter passen. Alle 5 Blütenblätter lassen sich so gleichzeitig prägen. Dazu hat er eine richtig deutliche Struktur, was die meisten Pfingstrosenweiner einfach nicht haben. Für geschlossene Pfingstrosen oder auch Knospen brauche ich zudem kleine Styroporkugeln mit etwa 2,5 cm Durchmesser als Zentrum. Dazu kann man theoretisch auch vorgetrocknete Kugeln aus Blütenpaste nehmen, dadurch wird die Blume dann aber sehr schwer. Ich habe dazu einen längeren 26G Draht und einen 20G Draht in grün bereitgelegt. Für die offene Pfingstrose brauche ich künstliche Staubgefäße. Hier habe ich der Einfachheit halber Hammerheads von Wilton genommen, da diese eigentlich überall erhältlich sind. Etwas botanisch korrekter wären feine längliche Staubgefäße. Außerdem verwende ich wieder einen 20G Draht für den Stiel sowie 5 kurze 24G Drähte für das Zentrum. Grünes Floristenkrepp zum Binden brauche ich ebenfalls. An Werkzeugen wird eigentlich das Übliche gebraucht, also eine Zange, ein Dresden-Tool und vielleicht als einziges etwas ungewöhnlicheres Tool ein Pruning-Stick. Das ist ein Stab mit einer eingeprägten Struktur, mit dem der rüschige Rand der Blütenblätter hergestellt wird. Habt ihr so ein Tool nicht, könnt ihr notfalls auch einen Zahnstocher benutzen. Dann fehlt aber die Struktur. Ein Bohrtool, ein Pinsel, ein Schaumstoffpad, einen Ausrollstab, Zuckerkleber und Speisestärke brauche ich ebenfalls. Zum Trocknen und Stützen der Blume bieten sich solche Schalen an, je nach gewünschten Effekt entweder tiefer oder flacher. Ich verwende außerdem gerne dieses Verpackungsschnipselzeugs, um die Blütenblätter weiter zu stützen. Da kann man aber auch Küchenpapier oder Alufolie nehmen. Ich möchte mit der geschlossenen Pfingstrose beginnen, da das die am häufigsten gemachte und einfachste Variante ist. Als erstes bereite ich den Kern vor. Dazu stecke ich einen dünnen 26G Draht mittig durch die Styroporkugel durch. Sollte sich der Draht zu sehr verbiegen, weil ihr ein bisschen festeres Styropor habt, könnt ihr auch einfach einen leicht dickeren Draht nehmen. Eigentlich sollte man dafür auch einen weißen Draht verwenden, aber das habe ich irgendwie verschusselt. Den Draht biege ich nun nach unten um. Dann zwirbele ich ihn um den dickeren 20G Draht in grün. So befestige ich die Kugel sicher am Draht. Zum Schluss umwickle ich den Stiel 2 bis 3 Mal mit Floristenkrepp, sodass alles gesichert ist. Für die Blütenblätter habe ich zartrosa Blütenpaste bereitgelegt. Ich empfehle immer gerne die Paste von Shanties oder auch wie in diesem Fall die Platinum Paste 2:1 mit der von Swyre's Kitchen gemischt. Ich habe einen etwas helleren Ton für die äußeren Blütenblätter und einen etwas dunkleren für die inneren angefärbt. Gerade bei rosa Pfingstrosen ergibt das eine besonders natürliche Färbung und erspart einem viel Puderarbeit. Ich rolle die rosa Blütenpaste sehr dünn aus. Je dünner man ausrollt, desto natürlicher wird die Blume später. Papierdünn und fast durchscheinend ist optimal. Dann steche ich die Blumen aus. Dazu drücke ich den Ausstecher kräftig in die Paste, kreise leicht auf der Arbeitsfläche und ziehe die überschüssige Blütenpaste nach außen weg. Die Ausstecher stechen leider nur wirklich nicht so prickelnd gut aus, aber für Pfingstrosen macht das nichts. So bereite ich alle Blumen vor und lege sie unter Plastikfolie, damit sie nicht austrocknen.
Für eine geschlossene Pfingstrose brauche ich jeweils 4-mal die beiden kleinsten Größen in rosa und jeweils 2-mal die beiden größten Größen in dem helleren rosa. Dann bearbeite ich die Kanten mit dem Balltool. Dazu lege ich die Blume auf das Schaumstoffpad und fahre mit einem mittelgroßen Balltool die Konturen nach. Das Werkzeug liegt dabei halb auf der Blütenpaste, halb auf dem Schaumstoffpad. Anschließend präge ich die Struktur ein. Vor dem ersten Gebrauch betupfe ich den Vellner mit Speisestärke. Die überschüssige Stärke klopfe ich aus. Dann lege ich die Blume in die Mitte der einen Hälfte und platziere die andere darüber. Dabei achte ich darauf, dass die Markierungen zusammenpassen, damit der Vellner richtig schließt. Wichtig ist auch, dass die Blattadern auf der Oberseite des Blütenblatts eingekerbt sind und nicht vorstehen. Das sieht man am besten an den äußeren Bereichen des Vellners. Dort weist dieser nämlich neben den deutlich großen Linien noch feine Details auf. Als nächstes rüsche ich die Kanten. Dazu lege ich die Blume auf meine Arbeitsunterlage. Den Frillingstick lege ich so an den Rand, dass er mit seiner Schrägung gerade das Blütenblatt berührt. Dann rolle ich ihn kräftig hin und her, sodass sich die Blütenpaste wellt. Das braucht ein wenig Übung. Liegt der Stick zu wenig auf, wellt sich die Blütenpaste nicht. Bei zu großem Druck kann es außerdem passieren, dass die Spitze des Sticks hässliche Spuren hinterlässt. Manchmal reißt die Blütenpaste dadurch sogar ein. Liegt der Stick zu weit auf, wellt sich die Blütenpaste auch nicht schön. Es muss also der richtige Mittelweg gefunden werden, was auch von der Dicke der Blütenpaste abhängt. Manche arbeiten dabei sehr gerne auf einem Schaumstoffpad, da die Blütenpaste dann nicht so leicht reißt. Ich finde aber, dass man dann deutlich mehr Kraft für eine deutliche Rüschung aufwenden muss, daher bevorzuge ich eine feste Unterlage. Insgesamt kommt es übrigens nicht so auf die absolut perfekte Rüschung an. Auch echte Pfingstrosen sind mal mehr, mal weniger gerüscht, etwas unregelmäßig und sogar manchmal eingerissen. Bei den großen Blütenblättern kommt das Muster des Vellners dann besser zur Geltung. Da die Fläche so groß ist, finde ich es einfacher, mit dem Ausrollstab über den Vellner zu rollen. Dabei sollte man nicht einmal von oben nach unten rollen, da sich das Silikon dann stark verschiebt. Besser ist es, fächerförmig zu arbeiten. Auch hier rüsche ich wieder die Kanten. Und glaubt mir, bei der ganzen Rüscherei habt ihr spätestens jetzt den Bogen richtig raus. Denkt daran, die Blütenblätter immer gut mit Plastik abzudecken, damit diese nicht austrocknen. Nun baue ich die Pfingstrose zusammen. Ich bestreiche die Styroporkugel dünn mit Zuckerkleber. Dann spieße ich die erste kleine Blüte auf. Eines der Blätter ziehe ich nach oben und klebe es fest. Dann lasse ich ein Blütenblatt aus und ziehe das nächste ebenfalls hoch. Ich klebe es gegenüber dem ersten an. Dann klebe ich nach und nach die 3 fehlenden Blütenblätter fest. So entsteht die typische sich überlappende Mitte, die eben nicht wie bei einer Rose spiralig angeordnet ist. Die Unterseite bestreiche ich nun mit Zuckerkleber, dann spieße ich die nächste kleine Blume auf. Ich drehe die Blume so hin, dass sie versetzt zur ersten Blume zu liegen kommt. Die Blütenblätter falte ich nun einfach nach oben und klebe sie, falls nötig, mit etwas zusätzlichem Kleber fest. Falten drücke ich dabei einfach flach. Dann kommt die nächste kleine Blume, die ich ebenso festklebe. Und dies ist die 4. und letzte der kleinen Blumen. Nun klebe ich die nächste Größe der Blumen fest. Dabei gehe ich im Prinzip genauso wie schon zuvor vor. Ich achte darauf, die Blüte immer schön zu schließen, sodass ein dichtes Zentrum entsteht. Wer die Blütenblätter komplett vorbereitet hat, kann einfach nacheinander weg diese abarbeiten. Ich habe hier in Zweiergruppen gearbeitet, das heißt, ich hatte alle Blumen ausgestochen, aber immer nur 2 gleichzeitig geprägt und gerüscht. In der Zeit, in der ich die nächste Blume bearbeitet habe, habe ich die Pfingstrose über Kopf hängen trocknen gelassen. Nun sind die beiden größten Blumen dran. Diese habe ich, wie schon gesagt, aus einer etwas helleren Blütenpaste gemacht. Neben dem Rüschen bearbeite ich hier noch die Mitte etwas nach. Ich reibe mit dem großen Balltool über die Mitte der Blume, sodass sich diese leicht wölbt. Ich drücke das Balltool außerdem im unteren Drittel des Blütenblatts runter und ziehe es zur Mitte. Auch dadurch entsteht eine leichte Wölbung. So passt die Blume später besser an die Pfingstrose. Dann klebe ich die beiden Blumen wie schon zuvor fest.
Die beiden ganz großen Blumen bearbeite ich im Prinzip genauso. Ich nutze statt des Balltons nun aber das abgerundete Ende meines Ausrollstabs, da das von der Größe her besser passt. Auch diese beiden Blumen klebe ich wie schon zuvor versetzt an. Ihr könnt die Blume dabei auf den Fingern balancieren, das ist aber nicht unbedingt ganz einfach, einfach weil sie so groß ist. Etwas einfacher ist es, wenn man die Blume auf einem dünnen Schaumstoff mit einem kleinen Loch legt. Dazu kann man sich zum Beispiel Moosgummi passend zurechtschneiden oder man nutzt diese Schaumstoffpads von Multon. Mit dem Schaumstoff lässt sich die Blume jedenfalls einfach transportieren und auf den Draht spießen. Nun ist die Pfingstrose fertig und muss trocknen. Dazu kann man sie in eine Schale mit einem Loch drin setzen. Diese tiefen Schalen hier ergeben eine schön kugelförmig geschlossene Pfingstrose, sie lassen einem aber kaum Spiel, um die Form etwas weniger perfekt zu gestalten. Ich bevorzuge daher eine flache Schale. Mit kleinen Schaumstoffstückchen hebe ich die Blütenblätter nun nach und nach so hoch, wie sie mir gefallen. Dabei kann man den Öffnungsgrad der Blüte frei bestimmen. Typisch für Pfingstrosen ist, dass sich die Blütenblätter nach innen wölben und so das Zentrum umgreifen. Insgesamt sollten auch die äußeren Blütenblätter nicht zu flach angeordnet werden. Die Pfingstrose muss nun über Nacht trocknen. Anschließend sollte sie vorsichtig von der Schale gelöst werden und weitere 3 bis 4 Stunden über Kopf hängend oder auf einem Schaumstoff sitzend trocknen, damit auch die Unterseite gut trocknen kann. Eine offene Pfingstrose hat ein auffälliges Zentrum mit 3 bis 5 solcher Tropfen in der Mitte. Wenn dieses etwas hummelige Zentrum gebastelt ist, ist der Rest dann genauso einfach wie bei der geschlossenen Blüte. Als erstes biege ich in die kurzen Drähte einen Haken. Das kann man einzeln machen oder gleich bei allen gleichzeitig. Aus hellgrüner Blütenpaste forme ich nun 5 Tropfen. Ihr könnt auch nur 3 machen, auch kleinere Tropfen sind möglich, das kommt ganz auf die Pfingstrosensorte an. Den unteren Teil des Tropfens kneife ich zwischen Daumen und Zeigefinger leicht zusammen, sodass die Tropfen besser später zusammenpassen. Zwischen Daumen und Zeigefinger kneife ich nun einen Steg, der von der Spitze des Tropfens bis zur Basis geht. Mit einem kleinen Balltool dünne ich den Steg aus. Die Blütenpaste sollte an dieser Stelle wirklich sehr dünn sein. Es macht nichts, wenn sie ein bisschen einreißt. Mit dem Banding-Tool ziehe ich parallel dazu einige Linien. Dann befeuchte ich den Haken im Draht mit Zuckerkleber. Den Überschuss streife ich ab. Den Haken schiebe ich von schräg unten in den Tropfen. Die Blütenpaste modelliere ich an den Draht, sodass dieser gesichert ist. Schließlich biege ich den Draht mit der Zange nach unten senkrecht um. Wichtig ist, dass die Tropfen noch einigermaßen weich bleiben. Man sollte also zügig arbeiten und die Tropfen immer zwischendurch gut abdecken. Nun binde ich die Tropfen zusammen, sodass ein 5-zackiger Stern entsteht. Es kann passieren, dass sich ein Tropfen vom Draht löst. Dieser wird dann einfach wieder angeklebt. Das Floristenkrepp zum Binden muss immer gedehnt werden, damit der Kleber im Krepp freigesetzt wird. Es macht außerdem Sinn, halbiertes Krepp zu verwenden, damit der Stiel nicht zu dick wird. Ich klebe die Tropfen nun mit etwas Kleber auch seitlich zusammen. Dabei drücke ich sie so hin, dass die Mitte möglichst geschlossen ist. Die Tropfen sollten nun über Nacht trocknen. Dann schneide ich von einem Bündel Staubgefäße das untere Drittel ab. Das kann man aufbewahren für zum Beispiel Kosmeten, wo man so kurze Staubgefäße braucht. Kleine Bündel langer Staubgefäße binde ich mit Floristenkrepp zwischen die Tropfen. Die Staubgefäße rutschen einem gerne mal aus den Fingern oder wehren sich, an die richtige Stelle zu kommen, aber mit etwas Geduld wird es. Zum Schluss biege ich die Staubgefäße etwas zurecht und binde einzelne dort ein, wo noch Lücken sind. Ich habe 2 große, eine der zweitgrößten und 2 der zweitkleinsten Blumen vorbereitet, also ausgestochen, geprägt und gerüscht. Die kleinste Blume verwende ich hier nicht. Ich lege die große Blume mittig in die flache Schale. Versetzt klebe ich die zweite große Blume auf. Dann klebe ich nach und nach die anderen Blumen der Größe nach auf. Hier verwende ich übrigens nur die hellrosa Blütenpaste. Man könnte auch nur die dunkelrosa Blütenpaste verwenden, aber ich finde tendenziell offene Pfingstrosen sind eher heller als geschlossene Pfingstrosen. Zum Schluss streiche ich etwas Kleber in die Mitte. Ich spieße die Blumen mit dem vorbereiteten Zentrum auf. Dann drehe ich die ganze Konstruktion vorsichtig um. So kann ich die Blumen sanft an das Zentrum drücken. Ich falte nun etwas Alufolie zu einer Schale. Dort hinein setze ich die Pfingstrose. Mit der Alufolie kann ich die äußeren Blütenblätter etwas mehr nach innen biegen. Dann schiebe ich noch zusätzlich kleine Schaumstofffetzen unter die Blütenblätter, um sie natürlicher anzuordnen.
Wieder stelle ich die Blütenblätter gerade innen recht senkrecht, sodass sie das Zentrum zu umgreifen scheinen. Die äußeren Blütenblätter bleiben in der offenen Variante allerdings noch recht flach. Die Pfingstrose sollte nun wieder über Nacht trocknen. Danach sollte sie aus der Folie gelöst werden und weitere 3 bis 4 Stunden über Kopf hängend oder auf Schaumstoff sitzend trocknen. Nun fehlt nur noch eine Knospe. Erfreulicherweise ist diese wirklich super einfach und eigentlich genauso wie bei der geschlossenen Pfingstrose der Anfang auch ist. Für die Knospe habe ich wieder eine Styroporkugel an Draht gebunden. Ich bestreiche die Kugel dünn mit Kleber. Dann spieße ich die Blume in der zweitkleinsten Größe auf. Ich ziehe ein Blütenblatt hoch und klebe es fest. Dann lasse ich eines aus und klebe das nächste gegenüber fest. Die anderen 3 Blütenblätter falte ich hoch und klebe sie fest. Für eine weiter geöffnete Knospe könnte nun noch eine weitere Lage ergänzt werden. Ich belasse es aber so. Die Knospe sollte nun ein paar Stunden oder auch über Nacht trocknen. Für viele Zwecke können die Pfingstrosen nun einfach so schon benutzt werden. Wer ein bisschen echter wirkende Blumen möchte, kann den Kalyx und vielleicht auch ein paar Blätter sowie Details aus Puderfarbe ergänzen. Für den Kalyx verwende ich einen kleinen 5-Petal-Ausstecher in Rund. Karos Zuckerzauber bietet auch spezielle Kalyx-Ausstecher für Pfingstrosen an, aber so besonders sinnvoll finde ich die nicht. Außerdem brauche ich noch 3 kleine Blätter für jeden Kalyx. Da kann man solche Ausstecher nehmen, hier auch von Karos Zuckerzauber, oder man schneidet sich mit einem Schneiderädchen oder Bastelmesser selbst freihand welche zu. Auch die großen grünen Blätter können gut freihand zugeschnitten werden. Hier verwende ich ein No-Name-Ausstecherset. Was aber wichtig ist, ist ein Pfingstrosen-Blattwellner, um die typische Struktur einzuprägen. Dazu verwende ich auch hier wieder den Wellner der Mold-Manufaktur, den ich von meinen bisher getesteten Pfingstrosen-Blattwellnern am besten finde. 24 oder 26 G-Drähte in grün und ein Cellboard brauche ich dann ebenfalls. Für den Kalyx steche ich jeweils eine 5-Petal-Blume aus mittelgrüner Blütenpaste aus. Ich dünne die Kanten mit dem Balltool aus. Außerdem setze ich es in der Mitte eines jeden Blättchens an und ziehe es nach außen, um eine leichte Spitze zu erzeugen. Den Kalyx spieße ich auf und klebe ihn unter der Blüte fest. Für die Blätter forme ich mittelgrüne Blütenpaste zu einem mitteldicken Strang. Den Strang lege ich im oberen Drittel über die Kerben. Dann drücke ich ihn leicht flach und rolle die Paste mit meinem Ausrollstab dünn aus. Wichtig ist, dass das Cellboard nicht mit Speisestärke bestäubt wird. Die Blütenpaste soll daran kleben. Sieht man die Kerben durchschimmern, muss man noch 2-3 Mal rollen, dann ist die Blütenpaste dünn genug ausgerollt. Ich löse die Paste vorsichtig und lege sie mit den Stegen nach oben auf die Arbeitsfläche. Ich schneide nun kleine Blättchen aus. Das geht mit einem Schneiderädchen, mit einem passenden Ausstecher oder mit einem Bastelmesser. Das Bastelmesser finde ich am praktischsten, da man damit am einfachsten ganz individuell leicht gezackte Blätter ausschneiden kann. Sie sollten so ungefähr 2 bis 2,5 cm groß sein und insgesamt eher schlank. Aus weiter genauso ausgerollter Blütenpaste steche ich auch große Blätter aus. Die Kanten dünne ich wie schon zuvor mit dem Balltool aus. Dann befeuchte ich einen Draht mit etwas Zuckerkleber, streife den Überschuss ab und schiebe ihn in den Steg von einem Blatt. Dabei halte ich das Blatt zwischen Daumen und Mittelfinger oder Zeigefinger und fühle, ob der Draht richtig zu liegen kommt. Wenn nicht, kann der Draht etwas zurückgezogen und erneut vorgeschoben werden. Ich lege die kleinen Blättchen jeweils mit dem Steg nach unten in den Wellner. So präge ich gleich 3 Blättchen auf einmal. Auch bei den großen Blättern dünne ich die Kanten aus. Wie schon zuvor versehe ich die Blätter mit Draht. Hier verwende ich einen etwas dickeren Draht, da die Blätter größer und schwerer sind. Dann lege ich die Blätter mit dem Steg nach unten in den Wellner. Der Steg sollte gerade in einer Vertiefung für eine Blattader zu liegen kommen. Ich lege die andere Hälfte des Wellners darauf und drücke beides kräftig zusammen. Bei den großen Blättern kann man zweimal prägen, um das Blatt komplett mit einer schönen Struktur zu versehen. Zum Schluss lege ich die Blätter auf Noppenschaum, damit sie über Nacht in einer natürlichen Form trocknen können. Die Blätter bepudere ich nun mit grüner Puderfarbe. Dazu habe ich mir 3 leicht unterschiedliche mittelgrüne Farben herausgesucht. Mit dem mittleren Ton pudere ich das Blatt recht flächig ab, mit dem hellen und dem dunklen Ton setze ich ein paar Akzente und Schattierungen. Das mache ich relativ zufällig und nur sehr dezent, da Pfingstrosenblätter recht gleichmäßig gefärbt sind. Die Rückseite der Blätter lasse ich etwas blasser. So bepudere ich auch den Kalyx der Blüten. Die Blütenblätter selbst bepudere ich kaum. Ich setze lediglich ein paar rosa Akzente, indem ich von außen nach innen an ein paar Stellen über die Blütenblätter streiche. Ich verwende ein helles Rosa bei den hellen Blütenblättern
und ein etwas dunkleres Rosa bei den dunkleren. Das ist aber wirklich das i-Tüpfelchen und dank der zweifarbig gearbeiteten Blüten kaum nötig. Mit einem dunklen Pink bestreiche ich die Spitzen des Kalix. Ebenso betupfe ich die Spitzen der kleinen Blätter mit dunklem Pink. Das Zentrum der offenen Pfingstrose bepudere ich mit einer Mischung aus hellem Gelb und hellem Grün. So bekommen die Tropfen etwas mehr Leben. In der Tiefe verwende ich dabei eher Grün, auf dem Kamm oben eher Gelb und in der Mitte dazwischen eine Mischung aus beiden. Um die Farbe zu fixieren, halte ich die Blüten ein paar Sekunden in heißem Wasserdampf. Danach müssen sie wieder ein paar Stunden trocknen. Die Blätter können ebenso gut bedampft werden. Etwas schneller geht es aber mit einem Lack aus 30% Shellac und 70% Alkohol. Der Lack ist übrigens vollkommen essbar. Die Glasur sieht hier sehr dunkel aus, normalerweise ist sie heller und fügt dem Blatt keine eigene Farbe hinzu. Jedenfalls werden in diese Mischung die Blätter einfach getaucht, der Überschuss durch Drehen entfernt und nach 10 Minuten Trocknungszeit sind die Blätter fertig. Wichtig ist, dass man die Arbeitsfläche gut schützt, Shellac lässt sich nur sehr mühsam mit reinem Alkohol entfernen. Die Drähte der kleinen Blätter biege ich rechtwinklig um. Dann binde ich jeweils 3 davon direkt unter den Kalix. Auch hier verwende ich wieder halbiertes Floristenkrepp, damit der Stiel nicht zu dick wird. Unter eine große Blüte binde ich 1 oder 2 Blätter, dann ergänze ich die Knospe und eventuell weitere Blätter. So entsteht ein sehr natürlich wirkendes Pfingstrosengesteck. Wie gesagt, diese Pfingstrose ist etwas vereinfacht, dafür geht sie aber auch sehr schnell. Einzelne Blumen machen sich gut als Hingucker für beispielsweise eine mehrstöckige Hochzeitstorte. Hier habe ich eine sehr auffällige Pfingstrose einfach alleine verwendet. Dies ist zwar nach der Einzelblatttechnik gemacht, aber eine ähnliche ließe sich auch sehr gut mit der Five-Petal-Technik vermachen. Die Anleitung zu der Pfingstrose, noch einer meiner ganz alten mit Bildern statt Video, verlinke ich unten in der Infobox. So eine Pfingstrose lässt sich auch mit weiteren Blumen zu Gestecken kombinieren, wie hier zu sehen. Dabei kann man auf den Kalix verzichten und auch Blätter sind nicht unbedingt nötig. Ich finde sowieso, dass Pfingstrosenblätter in Gestecken immer so spitz rauspieksen. Aus meiner Sicht gibt es schöneres Blattgrün. Bei beiden Torten ist es nicht schlimm, sondern eher praktisch, dass die Pfingstrosen recht flach werden und nicht so kugelig wie in der Natur. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr verziert nun ganz viele Torten mit wunderschönen Pfingstrosen. Wenn ihr noch Fragen habt, beantworte ich diese gerne in den Kommentaren. Ansonsten freue ich mich über ein Abo oder auch einen Daumen nach oben.